Die EU plant mal wieder eine Sicherheitsoffensive für mehr innere Sicherheit. Doch dabei gibt's einiges an Gegenwind von ziemlich vielen Experten. Es stellt sich raus, die EU ist noch immer der Meinung, um die innere Sicherheit zu verbessern, muss die Privatsphäre dran glauben. Also lasst uns doch mal die Initiative schön auseinandernehmen und mal schauen, warum das zu genau dem Gegenteil führt, was die EU eigentlich erreichen wollte. Ich muss wirklich sagen, ich habe ehrlich gelacht beim Lesen und es wird dementsprechend auch ein bisschen funny heute. Also, was ist Protect EU? Der Plan ist der folgende. In einer sich rasch verändernden Bedrohungslage ist Sicherheit die Aufgabe unserer Zeit. Dies erfordert ein Umdenken. Die Protect EU-Strategie wird dazu beitragen, eine neue EU-Sicherheitskultur zu fördern und uns mit besseren Mitteln auszustatten, um Bedrohungen unserer inneren Sicherheit vorherzusehen, zu verhindern und darauf zu reagieren, wenn ich mal den lieben Magnus hier zitieren darf. Oder, auch ChatGPT, das hat sich nämlich für mich irgendwie nach KI angehört. Aber egal. Konkret heißt das erstmal gar nicht mal so viel. Man möchte planen und gucken, was eigentlich tatsächlich gefährlich ist. Die werden aber tatsächlich sogar schon konkret genannt. Die Gefahren sind Terror, organisierte Kriminalität, cyberverwandte Bedrohung, ich liebe das, und hybride Bedrohung. Und das klingt erstmal richtig abstrakt. Im Grunde zählt man zu diesen Cyberbedrohungen quasi alles, was Hacker tun. Also Lösegelderpressung mit Ransomware oder Denial of Service oder Datendiebstahl. Tatsächlich aber sogar Desinformationskampagnen. Das heißt, ein Video eines Anschlags auf Social Media zu teilen, das KI generiert ist, aber so tut, als wäre es halt wirklich passiert, das fällt schon unter die Definition und damit den Rahmen von Protect EU. Und naja, da das irgendwie hauptsächlich irgendwelche Dullis auf TikTok sind, die mit möglichst wenig Aufwand Reichweite haben wollen, ist die ganz normale Bevölkerung durchaus auch ein Ziel dieser Initiative, auch wenn es nicht so gedacht ist. Eigentlich sollte sich das nämlich eher an organisierte Kriminalität wenden. Aber wenn halt irgendjemand meint, der muss es einfach so auf TikTok teilen, naja. Gut, dementsprechend danke für gar nichts. Eigentlich möchte Protect EU nämlich nur diese absichtlichen Kampagnen stoppen. Aber es wird eben schwierig, das überhaupt zu unterscheiden. Hybride Bedrohung bedeutet sowas wie Desinformationskampagnen vor Wahlen, aber auch tatsächlich Hackerangriffe auf Krankenhäuser, weil die einen realen Einfluss in der echten Welt haben. Oder Energiewerke natürlich auch. Also absolut Dinge, die man wirklich absichern muss. Und ja, die Lage hat sich durchaus geändert. Das ist 10 von 10 richtig. Also die Idee von Protect EU ist erstmal nicht verkehrt. Aber wie sieht's mit der Umsetzung aus? Man will Sicherheit stärken. Das ist krass innovativ. Um Sicherheit zu verbessern, muss man Sicherheit stärken. Wow. Naja, konkret will man aber Europol, Eurojust und Frontex verstärken. Und wie genau, dazu gleich mehr. Man möchte auch nicht dieselben Fehler machen wie in den USA, wo, wie ihr vielleicht wisst, Chats und Daten zu einem Militärangriff gestohlen und veröffentlicht wurden. Aber das ist ja eine andere. Man möchte also eine eigene, unabhängige und resiliente Möglichkeit für Kommunikation, aka Chats haben. Naja. Das Ganze nennt sich dann EU Critical Communication System. Wäre eigentlich schon vorhanden, man müsste es halt nur ein bisschen ausbauen. Aber das ist ein anderes Thema. Und diese Kommunikation soll dann auch die Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten, also Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort, verbessern. Bedeutender ist aber für dieses ganze Ding eigentlich die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden, also zum Beispiel Europol. Protect EU fordert zur Strafverfolgung den sogenannten Lawful Access to Data. Also es wird eine Art Schnittstelle in Messengern gefordert, aber halt auch zu anderen Diensten, der Polizei und Strafverfolgungsbehörden Zugang zu den Daten gibt. Das ist alles relativ abstrakt gehalten. Wie gesagt, das ist erstmal nur eine Idee, was man machen soll. Und das Ganze soll auch unter Vorbehalt von einem Richterbeschluss sein. Gleichzeitig sollen digitale Systeme aber auch von unautorisiertem Zugriff geschützt werden. Auch vor Emerging Threats, also bislang unbekannten Sicherheitslücken. Und genau das hört sich für viele wie ein Widerspruch an und genau das ist es eigentlich auch. Das machen wir aber gleich. Das zerlegen wir dann so richtig schön.
Lass mich ganz kurz noch die anderen Umsetzungspläne fertig vorstellen, dann haben wir das Gesamtbild, nicht, dass wir einen Teil nicht abgeschlossen haben. Man hat einige Verpflichtungen, wie zum Beispiel NIS 2 für Unternehmen definiert, die interessieren uns hier weniger, die habe ich aber auch schon auf einem anderen Kanal betrachtet. Und man möchte auch Programme fahren, die Radikalisierung insgesamt verhindern sollen oder Ermittlungen in der EU länderübergreifend vereinfachen. Also grundsätzlich nichts Verkehrtes. Ich wollte das hier aber zur Vollständigkeit mal erwähnt haben. Und Cybersecurity zu stärken ist ja an sich auch absolut sinnvoll, aber bedenkt bitte immer, dass je mehr Daten an einem Ort liegen, desto attraktiver ist das gesamte Ziel für Hacker. Wenn also alle Daten oder zumindest der Schlüssel dazu an einem einzigen Ort liegen, dann ist das ein unfassbar geiles Ziel für einen Angreifer. Wenn bei mir zu Hause aber nur meine eigenen Daten liegen, ist das sehr viel Arbeit für relativ wenig Daten. Trotzdem muss das aber natürlich gesichert sein. Kleine Storytime an der Stelle. Ich wollte eigentlich mal wieder nur 20 Terabyte meiner YouTube-Videosammlung umziehen, um was zu testen. Dann habe ich das Ugreen NAS DXP 4800 Plus bekommen und bin hängen geblieben. Erstmal für alle, die sich fragen, was zur Hölle ist eigentlich ein NAS? Stell dir deine eigene private Cloud vor. Alle deine Fotos, Videos, Dokumente, aber eben bei dir zu Hause statt auf irgendeinem Server in Kalifornien. Du greifst von überall drauf zu, genau wie beispielsweise bei Dropbox, nur dass niemand deine Daten scannt oder dir plötzlich Speicherplatz extra in Rechnung stellt. Aber ist das denn wirklich sicher? Kurz gesagt, ja. Das Ugreen NAS ist derzeit als einziges NAS sogar zertifiziert nach dem ETSI-Standard 303645 für IoT-Geräte. Da gehört dann sowas dazu wie Schwachstellenmanagement, sichere Verbindung, Resilienz von Systemen und noch wahnsinnig viel mehr. Das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Natürlich gehört auch ein Commitment zur DSGVO dazu, das sollte klar sein. Das DXP 4800 Plus macht genau das, aber mit Hardware, die ich ehrlich gesagt bei dem Preis nicht erwartet hätte. Ein Intel Pentium Gold Prozessor, 10 Gigabit Netzwerkanbindung, heißt übersetzt, du kannst 4K-Videos nicht nur direkt vom NAS schauen, sondern sogar schneiden, ohne sie erst runterladen zu müssen. Die eingebaute KI sortiert deine Fotos nach Personen, Orten, sogar nach alle Bilder mit Pizza. Aber alles komplett lokal eben bei dir im Zimmer, ohne dass deine Familienfotos irgendwo hochgeladen werden. Das ehemalige Kickstarter-Projekt, von dem mir so viele von euch auch erzählt haben, liefert auch schon sein eigenes Betriebssystem UGOS mit. Das wird natürlich noch fleißig weiterentwickelt, aber während das noch verbessert wird, kannst du zum Beispiel auch Unraid installieren, wenn dir das lieber ist. Das nutzen die großen Tech-YouTuber wie MKBHD und auch die kleinen wie ich selbst sehr gerne. Und es lässt dich verschiedene Festplattengrößen ziemlich wild mischen. Alte 2 Terabyte Platte vom Laptop passt rein. Neue 24 Terabyte Platte geschenkt bekommen, passt natürlich auch. Je nach Konfiguration könnt ihr so bis zu 112 Terabyte Speicherplatz da reinballern. Was mich am meisten aber überrascht hat, die 128 GB SSD, die es extra fürs Betriebssystem da drin gibt. Damit läuft eben alles richtig smooth. Und der SD-Kartenslot vorne, Kamera SD rein, Fotos werden automatisch sortiert und gesichert. Das ist auch sehr praktisch und wahnsinnig nice für alle, die nicht nur mit dem Smartphone filmen oder Aufnahmen machen, so wie ich. Und für alle, die nur Smartphone nutzen, könnt ihr natürlich trotzdem alles synchronisieren. Mit beispielsweise der App. Selbstverständlich haben wir wie immer hier neben mir einen QR-Code oder auch einen Link für euch unten in der Beschreibung, wenn euch das interessiert oder wenn ihr es euch mal angucken wollt. Und das Besondere ist, es gibt vom 8. bis zum 11. Juli nochmal extra Rabatt. Und zwar 20%. Wenn ihr also die ganzen Aussagen wie wir nutzen übrigens deine Daten für KI-Training nicht so geil findet und eure Daten lieber aus der Cloud rausholen wollt, einen besseren Zeitpunkt gibt es wirklich nicht. Aber lasst uns diesen gesetzestreuen Zugriff auf Daten, ich weiß nicht genau, wie ich es sonst übersetzen soll, mal genauer angehen. Ich habe hier einen gewissen Clip für euch dabei, der, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen, den Widerspruch so ein bisschen schön zeigt. Das war auf einer Pressekonferenz und war so. We will find a solution here. Of course, we want to have the right balance when it comes to security and privacy here, because nowadays nearly all of the cases when we speak about criminal actions, they have online dimension. So we have to make sure also that in this new, more digitalized world, we can also secure our society. So I'm sure that we will find a solution, but we are working on that now. Okay, also Thank you very much. Still in the press room, another question since we have a bit more time. Sie wollen eine Balance zwischen Privacy und Security haben, aber alle Kriminellen nutzen ja das Internet in irgendeiner Weise. Sie ist sich also sicher, dass es eine Lösung geben könnte und man arbeitet noch daran, wie genau das
konkret aussehen soll. Tatsächlich wird ganz konkret schon an Dingen gearbeitet, die so in Kraft treten sollen. Es wird mal wieder an Vorratsdatenspeicherung gedacht, wo Internetverbindungsdaten, also wer wann was aufruft, beim Provider, also beispielsweise Vodafone und so weiter und so fort, gespeichert werden sollen. Wie genau, weil das war nach EU-Recht eigentlich immer illegal, wie genau ist noch nicht wirklich fest. Das kommt dann, wenn es soweit ist, I guess. Aber es soll diesmal EU-weit sein, also nicht innerhalb von Deutschland, sondern eben die gesamte EU, weil wir immer mehr auch untereinander kommunizieren und damit man halt auch als gesamte EU strafverfolgen kann, weil es beispielsweise jemand als Deutscher Leute in Frankreich gescammt hat, so zum Beispiel. Und man möchte quasi nochmal sowas wie Chatkontrolle haben. Also es heißt nicht Chatkontrolle und es ist auch ein ganz anderer Entwurf, es fordert aber relativ Ähnliches. Das heißt, ganz konkret, Chatnachrichten, beispielsweise von WhatsApp, sollen für Europol entschlüsselt werden und dann zu denen einfach provisorisch hin übermittelt werden, falls eben dieser Richterbeschluss da ist. Gleichzeitig soll das aber unter Wahrung der Cybersecurity passieren. Also, dass niemand, der keinen Zugriff haben darf, sich da reinhacken kann. Sie wollen auch KI tatsächlich benutzen, um automatisch Datenträger, die beschlagnahmt wurden, zu durchsuchen und da dann eben Dinge finden. Ich weiß nicht, warum man genau dafür KI braucht, aber es hört sich wohl cool an, I guess. Man könnte auch einfach das Dateisystem entschlüsseln und dann durchsuchen, aber naja. Die beiden Kernthesen sind aber folgende. Security geht erstmal nur durch mehr Daten bei den Behörden. Zum Beispiel, wenn die Behörden mehr wissen, dann finden sie mehr Terroristen. Und auf der anderen Seite die zweite These, Privacy ist eigentlich nur ein Kompromiss, der uns zu gewährleistet wird, führt aber grundsätzlich dazu, dass Security weniger wird. Also Privacy führt zu weniger Security. Das ist so ein bisschen das, was man als Tenor da rauslese. Oder was ich zumindest als Tenor da rauslese. Und da ich in letzter Zeit ein bisschen nostalgisch ans Studium denke, machen wir heute mal was richtig Schönes. Und zwar ein Gegenbeispielbeweis. Das heißt, wenn ich es schaffe, diese beiden Thesen zu widerlegen mit einem Gegenbeispiel, dann zeige ich ja, dass der Plan der EU nicht aufgeht. Und ich habe irgendwie Bock drauf. Es tut mir leid, ich zwinge euch jetzt da durch. Also, wenn wir eine, These 1 erstmal, wenn wir eine gesetzlich erzwungene Hintertür in Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einbauen, können Ermittler jede Kommunikation lesen und Straftäter stellen. So, dazu habe ich den Satz des Morpheus gebaut. Ich erspare euch das hier, ich gebe euch lieber das hier. Wobei, so ganz ersparen will ich euch nicht. Ich zeige euch gleich einen normalen Klartext. Es existiert mindestens ein Szenario, in dem eine verpflichtende Hintertür nicht dazu führt, dass Straftäter lesbar kommunizieren. Damit würde ich die These widerlegen. Na, die stehen ja im Gegensatz. Also ich versuche mit meinem Satz die These 1 zu widerlegen. Sorry, ich konnte es mir tatsächlich nicht verkneifen. Und ja, das ist meine Definition von Spaß bei der Arbeit, okay? Nun gut, ich führe jetzt den Beweis mit euch, okay? Stay with me. Jeder kann innerhalb von Minuten OpenSSL oder GNU-PG kompilieren und einen eigenen, nicht hintertürigen Messenger, also eine CLI oder sogar ein simples Python-Skript aufbauen. Der Quellcode von OpenSSL ist weltweit verfügbar. Frei. Niemand muss irgendwas dazu machen. Und ich habe selbst ein Tutorial auf meinem anderen Kanal, wie man das genau macht. Es ist also trivial, sowas zu programmieren, vor allem in Zeiten von Claude, wo man das einfach sagen kann, hey, mach mal, und man hat das. Ergo, die Hintertür in WhatsApp, iMessage und Co. wäre eigentlich irrelevant. Die Zielgruppe wechselt dann einfach auf selbstverwaltete Tools, schreibt sich quasi einen eigenen Messenger. Und ja, ich weiß, ich höre jetzt auch schon die Kritiker, aber Morpheus, nicht jeder Kleinkriminelle kann programmieren. Fair point. Aber es reicht ein einziger Typ in der Szene, der das kann und der dann den Code verkauft. Siehe EncroChat beispielsweise. Das waren auch keine IT-Genies. Die haben einfach fertige Phones gekauft. Und naja, nach dem Hack sind dann einfach alle kollektiv zu Sky ECC gewechselt. Also, das Katz-und-Maus-Spiel geht trotzdem einfach weiter, nur dass der normale Bürger die Privacy aufgeben muss. Nun könnte man jetzt also argumentieren, dass ja dieser Code verboten werden soll, also dass quasi Open Source Code gefährlich ist, weil damit Verschlüsselung gemacht wird. Aber in den USA
hat ein Gericht geurteilt, dass Quellcode und vor allem das Veröffentlichen von Quellcode im Rahmen der freien Meinungsäußerung geschützt ist. Dass Open Source also geht, ist quasi unmöglich. Das heißt, sowas wie OpenSSL wird uns nicht verlassen, vor allem weil es nicht aus Deutschland maintained wird. Da kennt, glaube ich, niemand den Maintainer. Kennt jemand den Maintainer von OpenSSL? Anyways, man kann nun aber auch argumentieren, dass ja die Hintertüre vielleicht lieber gar nicht im Messenger sein soll, wie beispielsweise in WhatsApp oder Signal, sondern man geht eine Ebene tiefer ins Betriebssystem rein. Also die Sicherheitslücke, mit der dann Europol auf das Handy zugreift, beziehungsweise auf den Messenger zugreift, ist Android oder halt Windows oder auch Linux. Aber auch dem steht gegenüber, dass der Quellcode von Linux vollständig offen im Internet und geschützt ist, wie auch der von OpenSSL. Was aber im gleichen Atemzug bedeutet, jeder kann ihn herunterladen und jeder kann ihn verändern. Das bedeutet, auch mögliche Hintertüren könnte man komplett entfernen. Und es ist nichts Seltenes, dass irgendjemand den Code von dem Linux-Kernel verändert. Das ist keine Möglichkeit und das kann auch niemand kontrollieren. Wie ihr hier sehen könnt, ist das ein sogenannter Fork und das ist eine Modifikation von Linux und das ist über 56.000 Mal passiert online. Was offline passiert ist, können wir nicht sehen und da ist es wahrscheinlich noch deutlich häufiger. Bleibt uns noch eine letzte Option, wenn wir wirklich eine Hintertür überall einbauen wollen, und zwar in die Hardware. Wenn wir eine Hintertür in die Hardware einbauen, naja, dann bringt uns Linux nichts, dann kann ja einfach über die Hardware euer Chat mitgelesen werden. Das ist sehr viel komplizierter, aber es würde theoretisch gehen. Dann darf es aber generell keine Geräte mehr geben, die diese Hardware nicht benutzen, also in der gesamten EU nicht. Ansonsten könnte man ja beispielsweise ein Handy in die Hände des Kriminellen fallen und der könnte halt einfach diese Alternative benutzen, die dann nicht angreifbar ist. Demgegenüber steht allerdings, dass die EU einen eigenen abhörsicheren Messenger bauen möchte und ja gesagt hat, die Cybersecurity muss gewährleistet bleiben, um intern sicher kommunizieren zu können. Also quasi die Länder untereinander, ja, die Politiker, die dürfen ja nicht abgehört werden. Sprich, eine Lücke in der Hardware würde nicht nur WhatsApp von Privatpersonen betreffen, sondern würde eigentlich wirklich jeden betreffen. Also auch eben Politiker, weil man es ja gar nicht verhindern darf. Wenn also jede Hardware angreifbar ist und auch die Lücke von jemandem entdeckt wird beispielsweise, der sie nicht kennen soll, dann sind plötzlich alle Geräte in der gesamten EU angreifbar und das ohne, dass man das per Software-Update einfach reparieren kann. Es sind also plötzlich alle Geräte in der gesamten EU angreifbar, wenn man eine Lücke in die Hardware mit Absicht einbaut. Für ausländische Geheimdienste ist so eine Sicherheitslücke Milliarden wert. Und damit steht das im krassen Widerspruch zum gesamten Protect-EU-Plan. Eine Sicherheitslücke verpflichtend einzubauen, wenn es den Regeln von Protect-EU folgen soll, also per Definition führt das immer dazu, dass Straftäter noch verschlüsselt kommunizieren können. Und wenn jemand Geld hat, um so ein Produkt zu entwickeln, dann, ich weiß nicht, würde ich das persönlich der Mafia geben. Also, ne, die Mafia kann wahrscheinlich diese finanziellen Ressourcen, um sowas entwickeln zu lassen, durchaus aufbringen. Oder ähnliche kriminelle Organisationen. Und damit haben wir einen Widerspruch. Das heißt, die These 1 ist widerlegt. Es geht nicht, dass man garantieren kann, dass Terroristen oder Straftäter nicht überwacht werden können. Man kann nicht garantieren, dass man jeden Terroristen einfach so abhören kann. Denn per Definition gibt es quasi immer eine einfache Möglichkeit, das zu tun. Und damit, ich will es einmal sagen, QE fucking D. Oh Mann, das macht viel zu viel Spaß. Okay, versteht mich an der Stelle bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass Strafverfolgung unwichtig ist. Terrorismus und organisierte Kriminalität, die sind durchaus real. Aber die Frage ist, opfern wir einfach die Sicherheit von allen für einen minimalen Vorteil bei der Verfolgung von wenigen? Ich meine, wie gesagt, das sind jetzt nicht irgendwie so die kleinen Kriminellen, die man damit kriegen möchte. Man hat sich ganz speziell darauf geeinigt, hier zu sagen, hey, wir wollen Terroristen und die Mafia haben und organisierte Kriminalität. Die haben durchaus die Mittel, sich einen eigenen verschlüsselten Messenger zu schreiben, wenn ich das in 5 Minuten hinbekomme. Und natürlich würden die dann einfach das System umgehen. Okay,
Dementsprechend, bevor ich hier komplett zerschwitze, weil die Beleuchtung so unfassbar warm ist, These 2 der EU ist noch ein bisschen wilder. Und zwar, Privacy ist eigentlich nur Komfort, eine Art Bonus sozusagen, aber Privacy ist gar nicht mal so wichtig für Cybersecurity. Und das kann man sogar gleich mehrfach widerlegen. Der Satz ist deswegen ganz einfach: Es existieren Fälle, in denen der Verlust von Privacy zu verringerter Gesamtsicherheit wird. Fangen wir mit A an. Nach der theoretischen Definition von Cybersecurity, und da folgen wir jetzt einfach ganz frech mal dem Standard von NIST, also dem National Institute for Standards and Technology, und ja, das für kam von mir, wird die Cybersecurity in 3 Bestandteile aufgeteilt. C, I und A, also CIA. Ja, kein Witz, das lernt man tatsächlich so im Studium. CIA steht für Confidentiality, Integrity und Availability. Confidentiality, das heißt, dass niemand unautorisiertes Informationen lesen kann, also die nicht für seine Augen bestimmt sind. Darunter fällt übrigens auch die Privacy, laut Definition von NIST. Und das I steht für Integrität. Das heißt, dass niemand unautorisiert Daten verändern kann. Also, dass nicht plötzlich eine Überweisung von euch statt 100 Euro 1000 Euro werden. Availability, das A, steht für Verfügbarkeit. Also, dass die Systeme zuverlässig und in angemessener Zeit Zugriff auf die Informationen geben, sofern man das eben haben darf. Also, sofern die Informationen für euch sind. Also, sprich, dass das System nicht ausfallen darf. So, relevant für das hier ist eigentlich nur das C. Zugriff auf Informationen. Und hier gibt es einen Knackpunkt, ein Schlüsselwort, nämlich autorisiert. Das heißt, niemand darf eure WhatsApp-Chats lesen, wenn er das nicht sollte. So, wenn ihr also mir schreibt, dann sollte per Definition eigentlich nur ich das lesen dürfen. Und genau das ist aber eigentlich die Definitionssache. Die EU sagt jetzt, aha, aber die Polizei ist ja jetzt autorisiert, bei Ermittlungsverfahren gegen Straftäter zu lesen. Das heißt, nachdem ein Richter gesagt hat, bumm, du bist autorisiert, ist dieser Strafverfolger autorisiert. Und das nur bei vermeintlichen Straftätern gelesen wird, wird eben durch diesen Richterbeschluss festgelegt. Das mag sein, und von mir aus gebe ich Ihnen diese Definition, aber Polizisten haben durchaus unautorisiert auch schon auf Daten zugegriffen. Kleine Beispiele. Es gab Polizisten, die die Personenabfrage genutzt haben, um an Infos über Helene Fischer zu kommen, um eine private Nummer basierend auf einem Kfz-Kennzeichen und auch an die Adresse einer Anwältin zu kommen. Und das sind Fälle. Was ich hier aber tatsächlich nicht explizit nennen möchte als gefährlich oder als schlecht oder so, ist, dass die Schwachstelle von bösartigen Hackern genutzt werden könnte. Das kann man im Moment, also wenn beispielsweise WhatsApp angreifbar sein sollte von Europol oder sowas, das darf man so nicht sagen, dass das auch Hacker benutzen könnten, weil wir wissen aktuell noch nicht, wie genau das umgesetzt werden soll. Und zum aktuellen Zeitpunkt kann man das nicht sagen. Wenn es technologisch so ist, als wäre die Polizei quasi in jedem Chat so ein bisschen dabei, als wäre es eine Art Gruppenchat, dann ist das keine Gefahr, weil dann ist es so, als wärt ihr halt wirklich in einem normalen Gruppenchat. Und da ist es auch nicht so, dass einfach ein Hacker von extern zugreifen kann und dann alles mitlesen kann. Sprich, die Polizei könnte tatsächlich exklusiv sozusagen die Rechte haben, bei euch reinzugucken. Was allerdings durchaus passieren kann, ist, dass die Polizei gehackt wird. Das ist auch ein paar Mal passiert. Der OPM-Hack beispielsweise, wo 5,5 Millionen Fingerabdrücke von Polizisten in den USA gestohlen wurden. Oder Equifax, wo 40% der Gesamtbevölkerung der USA mit ihrer Sozialversicherungsnummer drin war. Oder auch die Polizei Niederlande. Oder sogar die fucking NATO. Es gibt also grundsätzlich erstmal nichts Unhackbares. Je mehr Personen oder Institutionen grundsätzlich einfach Zugriff haben könnten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gestohlen werden. Und jetzt überlegt euch mal, wie attraktiv so eine Schwachstelle wäre, dass potenziell einfach nur ein Richter sagen muss, ja, du darfst, und dann hat die Polizei Zugriff auf Daten. Ich als Angreifer, sagen wir mal, ich arbeite für Nordkorea als staatlicher Hacker, dann wäre das meine oberste Priorität, dass ich diesen Schlüssel bekomme. Und nicht jeder bei der Polizei kann sagen, dass er noch nie gehackt wurde. Das funktioniert nicht. Das kann man in keinem Unternehmen sagen. Das ist kein Vorwurf gegenüber Polizisten, das ist in wirklich jedem Unternehmen so und selbstverständlich auch bei den Behörden. Und fairerweise, die EU weiß genau das, was ich gerade gesagt habe. Die EU sagt sogar, dass Privacy ein gleichwertiges Schutzziel ist. Das Problem ist, dass sie es trotzdem untergraben wollen. Sie behaupten zwar, sie würden den Trade-off vermeiden wollen, aber dass das nicht geht, das sollte klar sein.
Okay, also kleines Fazit an der Stelle. Die EU will uns mal wieder weismachen, dass weniger Privacy gleich mehr Security ist. Aber in Wirklichkeit bekommen wir weniger Privacy und weniger Security. Die beiden gehören zusammen. Ist dasselbe. Wenn ich Daten nicht sammle, können Daten nicht gestohlen werden. Simple as that. Wenn ich was auf YouTube stelle, dann ist das natürlich absichtlich veröffentlicht. Dann sind diese Daten für alle verfügbar. Dann ist das so gedacht, dass jeder das sehen darf. Aber ich werde euch kein Video von mir beim Kacken teilen. Ja, das ist nicht für jedermanns Augen gedacht. Das ist fairerweise auch nicht für WhatsApp gedacht, aber anderes Thema. Die richtig gefährlichen weichen aber grundsätzlich einfach weiter aus. Statt also diese ganzen Dinge zu planen und Dinge zu tun, die am Ende sowieso nichts bringen und ins Nichts laufen, könnte man das Geld auch in echte Cybersecurity investieren. Bessere Ausbildung oder sicherere Infrastruktur. Unternehmen unterstützen, um ihre Dinge abzusichern. Internationale Kooperation, die ohne Massenüberwachung funktioniert, und ja, die gibt es. Oder halt in wichtigere Dinge, wie beispielsweise den Dönerpreis auf 3 € zu deckeln. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.